Podcast Der Sprung ins kalte Wasser Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute in der Reihe Powerfrauen einen ganz besonderen Gast für euch und zwar die Claudia Kimmich. Claudia ist seit 24 Jahren als Coach und Trainerin unterwegs und als Speakerin, als Verhandlungsexpertin hat sie den Verhandlungstango geschrieben, in dem sie den Leser mit viel Humor dem Erwischt-Schild auf der Schulter, das habe ich auch erlebt, praktischen Tipps für das richtige Verhandeln und Selbstbewusstsein ausstattet. Claudia engagiert sich als Vorstand beim Verein für Gründer und Selbstständige VGSD e.V. und ist auch zu Corona-Zeiten aktiv dabei, Menschen zu unterstützen, sei es Techniker oder Ingenieure, Mitglieder der German Speaker Association im Rahmen der Powerfrauen-Meetings oder beim VGSD. Ich freue mich so sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns jetzt auf dem virtuellen Sofa treffen. Herzlich willkommen im Podcast, Claudia. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Liebe Claudia, wir waren ja tatsächlich schon mal im Interview. Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen und jetzt per Zoom und auch für YouTube und so. Da freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Willst du die Zuhörer trotzdem mal mitnehmen? Wie bist du denn von der Informatikerin zu der Claudia geworden, die du jetzt bist? Oh, ich glaube, die Claudia war ich auch als Informatikerin schon. Nur die Ausrichtung hat sich natürlich nicht. Es ist auch immer lustig zu fragen, wie komme ich von der Informatikerin zum Coach? Die richtige Frage wäre tatsächlich, warum habe ich zwischendrin Informatik studiert? Weil ich habe vorher schon Jugendtanztraining gemacht. Ich bin Skilehrerin, ich bin Handballtrainerin. Ich habe eine soziale FOS vorher gemacht, Sprachferien betreut, also schon sehr viel in dem Bereich gemacht. Und habe aber dann einfach festgestellt, Sozialpädagogik studieren bringt nichts, weil da verdient man nichts. Und letztlich mache ich jetzt auch nichts anderes als eine Sozialpädagogin, bloß bin ich viel besser bezahlt dafür. Und diesen Weg mit Menschen arbeiten hatte ich immer. Und tatsächlich war das Informatik so, ja, Mathe kann ich, das probieren wir jetzt mal. Und spannenderweise, ich habe ja im Jahre 89 studiert, da war das einfach schon relativ vorausschauend zu sagen, die Informatik wird man in jedem Fall überall brauchen. Also und ich merke schon auch jetzt, wenn ich natürlich mit den Rechnern umgehe oder bei meiner Mama das Buchhaltungsprogramm reparieren muss oder so. Ich gucke natürlich anders logisch hin als andere. Also insofern war das für meinen logischen Untergrund schon ganz gut. Und ich zeichne mich halt dadurch aus, dass ich auch alles, so Mathe, Musik, Sprachen, dass das einfach alles relativ gleich ausgebildet ist. Auch mit dem DISC-Modell, mit dem du arbeitest, ne, da habe ich tatsächlich bei 2 80 Punkte und bei den anderen 70. Also ich bin auch da relativ ausgeglichen und kann praktisch das rausholen, was ich brauche. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Wenn du jetzt so deinen Weg bis jetzt anschaust, gab es da so eine Art größte Herausforderung bisher? Ja, also ich hatte tatsächlich ein Jahr, das Jahr 2003, da würde ich gerne einen dicken, großen, schwarzen Edding-Strich durchmachen. Da ist zum ersten mein Vater verstorben an Krebs, was schon nicht wirklich lustig war beim Zuschauen. Und zum anderen ist damals die Dotcom-Blase geplatzt, also meine sämtlichen informatischen freien Jobs, die ich da noch hatte, sind weggebrochen. Aber auch wenn das damals echt herausfordernd war und ich mir gedacht habe, boah, ich packe das nicht mehr. Im Nachhinein habe ich gedacht, okay, wenn das alles nacheinander gekommen wäre, hätte ich es noch weniger gehört. Jetzt im Moment bin ich extrem dankbar für diese Erfahrung, weil das, wie es mir damals ging, und es ging mir richtig dreckig, ja, da saß ich hier und habe mir gedacht, das passiert mir nie wieder. Ja, und so bin ich jetzt wirklich gut aufgestellt, sodass mich das Korönchen hier gerade weder das Krönchen noch sonst was kostet, ja, sondern meine Einzelklienten weiterlaufen. Ja, mir sind ein paar Vorträge abgesagt worden, aber das macht Kraut jetzt nicht fett, die sind verschoben worden. Dafür habe ich andere gute Anfragen, die aus der Krise entstehen. Also ich stehe einfach jetzt so fest auf 4 verschiedenen Beinen, dass mir auch zum Beispiel die Finanzkrise 2008, 2009 haben mich, glaube ich, 10% Umsatzeinbuße gekostet. Also das fand ich, da bin ich jetzt wirklich jeden Tag sehr dankbar dafür, dass ich daraus gelernt habe und dass ich auch mein eigenes unternehmerisches Risiko tragen kann und einfach mal 6 bis 12 Monate Fixkosten auf einem Fuck-Off-Konto habe. Mhm. Ja, ja. Was macht denn dann gerade so deinen Joballtag aus? Gibt es da irgendwelche, also sowas wie Säulen, wie du dich gerade engagierst oder was du gerade machst? Ja, also zum einen ist natürlich mein normales Coaching und sowas, aber zum anderen ist natürlich eine große Säule, gerade der VGSD, der Verein für Gründer und Selbstständige Deutschland. Ja, wer sich die Buchstaben nicht merken kann, 4 Giraffen spielen Domino, ich konnte es mir auch nicht merken. Weil natürlich die Selbstständigen gerade relativ alleine gelassen werden. Ja, es stellt sich auch heraus,
dass das Arbeits- und Sozialministerium jetzt nicht den Hauptakt da drauflegt. Es ist gut für erwerbsmindere Leute, 80% Kurzarbeitergeld zu machen. Aber jemand, der 150.000 verdient, braucht kein Kurzarbeitergeld von 80%. Ja, der kommt mit dem anderen auch aus. Und die Selbstständigen werden in die Grundsicherung reinlaufen lassen. Also so, dass man, so ein Beispiel, ja, wir beide sind Freiberufler, wir haben nicht so wahnsinnig große Außenrumkosten, ja. Aber du darfst diese Soforthilfe zum Beispiel in Bayern nur für die Betriebskosten nehmen und nicht für die privaten Lebenskosten. Und das ist halt Schmarrn, wenn du nicht arbeiten kannst oder wenn dir die Sachen wegbrechen. Oder es wird auch eine große Geschichte hinterher geben, weil auch, weißt du, wenn die Leute jetzt keine Aufträge haben und nachher wegen Scheinselbstständigkeit keine mehr kriegen, ist halt ablate. Aber ja. Dort bin ich im Deutschlandvorstand mit und das ist schon viel. Es wäre ein Großkampfjahr geworden mit Rentenpflicht und sowas, aber jetzt ist es noch ein bisschen anders ausgewachsen. Kannst du da sagen, wie du die Leute da unterstützt beim VGSD als Vorstand? Naja, zum einen mache ich natürlich mit meinem Wissen, also ich gebe Verhandlungstelcos oder ähnlich wie wir jetzt auch inhaltlich machen, aber ich unterstütze natürlich auch selber beim Verhandeln, ja, wenn uns irgendwie, was weiß ich, neulich haben wir mit jemandem wegen einem Preis verhandelt, der den vergeben will, oder ich gehe natürlich auch mit in die Gespräche rein und der Kollege Andreas Lutz ist jetzt eher der diplomatischere, ich bin dann eher die Hau drauf. Und dann machen wir das halt hin und her oder es wird halt einfach gesagt, okay, was meint ihr dazu? Oder wir versuchen jetzt zum Beispiel auch ein Erfolgsteams-Programm aufzustellen für Selbstständige. Da geht uns die Arbeit nicht aus. Und wie gesagt, natürlich ist die Hauptaufgabe auch wirklich jetzt im Moment die Informationen herzustellen oder zusammenzusammeln, wo wer was kriegt. Mhm. Ja, was sind so, also wenn die Leute, wenn du jetzt zu den Selbstständigen gehst, was sind so deren größte Herausforderungen gerade? Also unterschiedlich. Ich glaube, für manche, die vorher auch nicht im Homeoffice gearbeitet haben oder die viel beim Kunden waren, ist es zum einen sicher auch Motivation. Aber ich denke, der größte Punkt ist tatsächlich wirklich die Kohle. Ja, und neben der Kohle ist die zweitgrößte Position, dass die Kinder zu Hause sind und dass das mit dem konzentrierten Arbeiten mit einem 3-Jährigen und einem 5-Jährigen nicht ganz so wahnsinnig gut funktioniert. Und dass halt da auch oft dann die Homeoffice-Plätze, wenn ein Chef dahinter steht oder eine Führungskraft idealerweise besser bedient werden als der Selbstständige oder auch geringwertiger gesehen werden. Mhm. Ja, vielen Dank. Du bist ja auch Coach schon eine ganze Weile und am Anfang habe ich gesagt, Ingenieure sind so auch mit deine Zielgruppe. Wer kommt denn zu dir ins Coaching? Ganz unterschiedlich. Also ich schaue es immer wieder mal an. Es ist tatsächlich 50-50 Jungs und Mädels, ja, oder Männer und Frauen ausgewachsen. Und es sind zum Teil Privatkunden, die viel über das Thema Gehalt tatsächlich kommen. Meistens ist es das Einstiegsthema, dass das Gehaltsverhandlungs ist und dann ist recht schnell dran, dass in der Persönlichkeitsentwicklung möglicherweise auch so der ein oder andere Schritt möglich wäre, so selbstwerttechnisch oder so. Mhm. Und aber auch tatsächlich viele Ingenieure, Informatiker, die auch wirklich Gehaltsverhandlungen für Ingenieure suchen, weil sie halt nicht mit einer BWLerin oder mit einer Psychologin reden wollen, weil die halten mich halt für ungefährlich, so für 3 Sekunden lang oder so, manchmal auch für 30 Sekunden, wenn ich sie ein bisschen in Sicherheit wiege. Mhm. Weil du gerade so lachst, auch mit was konfrontierst du die Menschen, wenn sie zu dir ins Coaching kommen? Ich? Konfrontieren wen? Ja, woher hast du denn sowas? Der sanfteste, diplomatischste Mensch auf der ganzen Welt. Und das kommt drauf an. Also wirklich halt mit diesem Spiegel, dieses Müssen können, du hast es selber im Vortrag erlebt, dass du dich mehrfach, oder hast ja auch am Anfang erwähnt, mehrfach erwischt fühlst. Ja, wenn ich dann sage, na, und wer hat wieder mal gedacht, in der Krise kann ich auf keinen Fall Gehalt verhandeln? Oder wer hat einfach gedacht zu sagen, naja, ich sage dann einfach, die Miete ist teurer geworden. Und dann sagt der Chef, das ist super, dass du sagst, meine auch, das zahlt dir selber. Also es ist sehr unterschiedlich, wer wie mit was kommt. Also manche brauchen, also den Tritt in den Hintern brauchen sie alle, aber manche brauchen den ein bisschen anschiebenden, mutmachenden und ein paar brauchen aber auch gescheiten, die sind jetzt laufen mal, sonst wird das nichts. Mhm. Okay, vielen Dank. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Verhandlungstango habe ich auch gelesen, ja. Du hast 2 Bücher geschrieben, aber den Verhandlungstango habe ich gelesen und finde es auch sehr, sehr cool. Das ist so ein Buch, das kann man entweder durchlesen oder halt irgendwie 2 Monate durcharbeiten. Als du mir das gesagt hast, habe ich gedacht, ja, stimmt. Hast du es auch schon durchgearbeitet, 2 Monate? Ich habe es noch nicht, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, vielleicht 3 Wochen oder so, vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Buch und
da hast du ja auch diese unterschiedlichen Typen auch am Disk-Modell angelehnt. Kannst du sagen, ob unterschiedliche Typen mit Herausforderungen unterschiedlich umgehen? Ja, also im ersten Sinn auf alle Fälle ja. Aber auch innerhalb der Typen ist es nochmal wieder ganz unterschiedlich, weil ich meine, wir wissen, das ist eine Typifizierung und wer von welcher Mischung wie viel drin hat, macht auch immer was aus und es macht auch immer noch was aus, wie ich unter Stress dann auch reagiere und welchen Typ mich unter Stress rauskehre. Das sehen wir jetzt gerade auch in der Krise, dass ganz viele leider auch Führungskräfte zu Chefs oder zu Vorgesetzten mutieren und Kontrolle oder sonst was und irgendwelche die Eigenschaften echt ausleben, wo du dir denkst, boah, die hättest du aber wirklich auch unter der Rasenkante lassen können. Und insofern, natürlich wird ein Datenzahlen, Faktenmensch sich einfach anders vorbereiten oder der hat auch seine Zahlen vielleicht am Schirm oder ein Beziehungsmensch. Und schwierig wird es halt dann, wenn zum Beispiel ein Beziehungsmensch als auf einen Vorgesetzten Zahlen, Daten, Faktenmensch trifft, weil dann reden die idealerweise nur aneinander vorbei, aber halt oft sogar gegeneinander. Ne? Und deswegen ist mir das so wichtig, sowohl sich selbst als auch den anderen einzuschätzen, um zu gucken, wie heißt es immer so schön, lässt da über niemand, in dessen Mokassins du nicht irgendwie 2 Kilometer zurückgelegt hast oder so. Ja, also der Podcast ist ja auch für neue Führungskräfte, das heißt Leute, die neu auf dem Chefsessel sitzen, sage ich jetzt mal so. Und nur mal angenommen, die haben jetzt eben ein Team seit, ein paar Monaten oder so und jetzt kommt Corona und jetzt sind sie alle im Homeoffice und das sind möglicherweise Typen, die auch eben, wie du sagst, auf einmal zu Kontrollettis werden, obwohl sie vielleicht gar nicht so sind vorher. Gibt es da ein paar Schritte oder Ideen, was du den Leuten mitgeben kannst, damit die ihren Job gut machen und ihr Team trotz dieser Situation gut mitnehmen können? Also ich glaube, der erste wahnsinnig gute Schritt ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und Offenheit für Feedback. Und einfach mal zu sagen, auch sich selber genau hinzuschauen. Ja, ich habe zum Beispiel tatsächlich mich neulich selbst auf der Straße erwischt, dass ich mir gedacht habe, na, also wenn ihr 3 aus dem gleichen Haushalt seid, dann bin ich mit der Kaiserin von China verwandt. Ja? Einfach nur als Gedankengang und das einfach mal zu schauen, warum habe ich denn so einen Gedankengang gemacht? Kommt es aus einer Angst, dass ich mich vielleicht anstecken wollte oder kommt es mir, okay, die dürfen sich treffen und ich darf mich nicht treffen? Also aus welcher Motivation kommt so ein Gedankengang? Und wenn ich da ehrlich mit mir bin, ja, oder ich hatte zum Beispiel selber neulich mit einem Kunden, ähnlich so ein Controletti, da habe ich hinterher herzlich über mich gelacht, der hat irgendwie nicht bezahlt in der Frist und gut, es war über Ostern und dann habe ich ihm halt geschrieben, ist ihn durchgerutscht und dann habe ich aber im ersten Moment gedacht, der zahlt ja immer nicht gleich. Und dann habe ich nachgeschaut und habe festgestellt, ja, es hat immer gedauert, bis ich die Rechnung stellen konnte, weil da immer noch was nachkam. Aber wenn er die Rechnung gehabt hat, hat er immer in 7 Tagen bezahlt. Also unser Hirn spielt uns halt auch manchmal so Streiche. Und ich glaube, Ehrlichkeit und Feedback erstmal annehmen und auch eine Feedback-Kultur schaffen unter seinen Mitarbeitern, sagen, passt auf, ihr könnt mir alles sagen, ich schluck dann vielleicht mal und weine auch ein bisschen oder was auch immer. Aber wir können dann gemeinsam immer was finden. Also was wichtig ist immer, drehe ich meine Runden im Problemsee oder schaue ich, dass ich ans Lösungsufer im Zweifel halt auch nur krabbel und nicht stolz geschwellter Brust steige. Ja. Und ich glaube, selbst Ironie und Humor ist einfach eine ganz wichtige Nummer. Also was ich manchmal über mich selber totkichere hier, ja, weil ich mir denke, sag mal, echt jetzt? Merkst selber, oder? Also ja, der Humor ist ein tolles, ich finde eines der wichtigsten Stärken wahrscheinlich sogar. Besonders wenn man über sich selbst lachen kann, ist das echt viel wert. Wenn wir jetzt so ein bisschen gucken, also ich sag mal, die Krise hat ja auch irgendwann so ein Ende, ne? Und da gibt's, wo du sagst, ja, also ich denke mal. Irgendeins kommt bestimmt. Also ein Kunde von mir, der sagt, er ist im Anfang Mai, am Montag möchte er wieder, also wir nehmen den Podcast am 30.04. auf, muss ich dazu sagen, am Montag laufen die ersten dann schon wieder ins Büro. Also er scheint so langsam sich sowas zu bewegen, so. Und jetzt ist aber die Frage, so eine Führungskraft, die muss ja irgendwie so eine Art Startrampe machen aus dieser Krise für ihre Leute, ja, damit dann danach auch gearbeitet werden kann. Wie denkst du, kann die Leute jetzt abholen, wo sie vielleicht noch im Homeoffice sind oder vor Netflix-Serien sich nicht mehr retten können oder mit den Kindern Probleme haben, was auch immer?
damit dieser Übergang gut passt? Voll revolutionäre Idee. Miteinander sprechen. Der Brecher. Voll revolutionär. Und am besten mit 2 Ohren zuhören und mit einem Mund sprechen. Ne? Und einfach auch zu fragen, also idealerweise hat die Führungskraft sich natürlich auch während der Krise einfach mal mit den Leuten unterhalten und gefragt, wie geht's euch denn und was braucht ihr denn? Und wirklich auch vorher zu fragen, okay, was wird denn sich an dem Job verändern, was wird auch getan werden müssen, was wird anders sein? Und einfach zu fragen, was brauchst du denn? Was wäre denn dein Idealzustand? Wenn ich den leicht herstellen kann, wunderbar. Wenn ich sagen kann, okay, das geht nicht, weil, und einfach auch offen kommunizieren. Ich glaube, das Schwierigste ist, auch wenn jetzt zum Beispiel Unternehmen intern Krisen haben, die jetzt nicht so von außen produziert sind wie gerade jetzt, dann ist ja ganz oft das große Problem, dass einfach nicht anständig kommuniziert wird, sondern dass eine Führungskraft wieder irgendwas nicht sagen darf und sagt, ich würde ja gerne, dass manche das als Killerphrasen probieren, was auch immer. Also ich glaube auch da Offenheit und echtes Interesse an seinen Mitarbeitern oder an ihren Mitarbeitern, das ist per se schon die Raketenstartrampe, ne, im Vergleich zur Quietsche-Enten-Startrampe. Ja. Meinst du, dass so ein Team gestärkt aus der Krise gehen kann? Klar. Klar. Also ich denke, wir beide sehen es ja gerade auch bei unserem gemeinsamen Verband, bei der GSA, wie da zusammengerückt wird oder auch wie wir noch auf der Konferenz waren, wie es wirklich sich, du hast es ja dort auch das erste Mal erlebt, wie das sich ineinander verzahnt hat und wie es auch gut war, dass wir noch eine Party gefeiert haben. Ja, ist schon ganz lange her übrigens, ne, vor dem Lockdown gewesen natürlich. Aber dass einfach auch plötzlich Angebote von der Seite kamen oder das, also ich habe zum Beispiel gestern Abend auch wieder mit einer Kollegin telefoniert, die mir heute Morgen geschrieben hat, ey, du hast mich echt gerettet, ich war wirklich am Ende, ja, weil der wurde die Soforthilfe abgelehnt. Die hat gesagt, ich weiß nicht mehr, von was ich runterbeißen soll und ich habe halt trotzdem noch Ideen gehabt und dieses einfach dann zusammenrücken und zusammenhelfen und auch nicht sofort auf den reinen Profit schauen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt und auch mal die Extrameile für jemanden mitzugehen, eben zum Beispiel zu sagen, wenn der Kollege eben kleine Kinder hat und meine sind vielleicht schon ein bisschen größer, also sagen, so pass auf, ich mache jetzt das für dich mit, was hältst du davon, wenn ich danach einfach dann mal 2 Tage ein verlängertes Wochenende kriege oder so. Also einfach dieses in Lösungen denken und ich glaube, das zeigt sich einfach sehr gerade, ob jemand in Lösungen, also ob jemand weg von oder hinzu denkt, ne? Ob jemand in Lösungen denkt oder in Problemen. Ja, wenn du jetzt, vorhin hatten wir auch Mr. Controletti oder auch die einfach an ihren Regeln hängen, so, ne? Es gibt ja auch Führungskräfte, denen das auch sehr wichtig sind, so, wir machen das so wie das letzte Mal oder sowas. Und jetzt so ein Typ, der hat jetzt vielleicht so ein bisschen mehr Anlaufschwierigkeiten da, sich ein positives Mindset, sage ich mal, zu bauen, damit er überhaupt fähig ist, dazu das Team in diese Startrampe reinzubringen, ne? Damit das Wir-Gefühl gestärkt wird und alles, was wir jetzt so gesagt haben. Hast du da eine Idee für den, wie der da anfangen kann? Also ich würde mal sagen, sich erstmal einen guten Coach suchen. Ja, okay. Nein, ernsthaft. Also ich finde, Führungskräfte gehören sowieso, eigentlich gehört für eine Führungskraft immer ein Sparringspartner an die Seite gestellt mit mindestens 1-2 Stunden im Monat. Egal, ob das intern die eigene Führungskraft ist oder ob es ein externer Coach oder was auch immer ist. Also ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung und auch da Ehrlichkeit mit sich selbst und auch mal überlegen, was ist denn mein Ziel? Was will ich denn für mich, aber was will ich auch für meine Mitarbeiter und was will ich für das Unternehmen? Also es kommt, denke ich, keiner dran vorbei, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, so dieses blinde Aktivismus oder einfach so Arbeiten um des Arbeiten Willens und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, einfach auch mal Prozesse zu überdenken, sich auch zu trauen, Sachen zu hinterfragen. Und wenn einer sagt, du sag mal, warum machen wir denn das so? Und definitiv ist nicht die Antwort, das haben wir schon immer so gemacht, die richtige, ja, sondern zu sagen, ja, ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht so genau, aber wir könnten ja mal gucken, ob es einen Sinn hat. Und wenn der Sinn da klar ist, schauen, ob der noch aktuell ist oder ob es vielleicht einen neuen gibt inzwischen. Ja, ich habe bei manchen so ein bisschen das Gefühl, die wollen, wenn dann die Krise rum ist und dann kommen sie wieder in ihr Office und dann ist alles so wie vorher. Das heißt, die Frage ist, wie sie diese Stärke, die sie jetzt zum Beispiel, also dieses Zusammenrücken, das Wir-Gefühl, also mal auch irgendwie sagen, weißt du was, geh mal früher heim, weil ich weiß, du hast ja jetzt ein Kind, das habe ich jetzt rausgefunden, weil in der Zoom-Session oder was, hinten dran ständig irgendwelche Kinder rumgelaufen sind. Keine Ahnung, so.
Wie kann sich ein Unternehmen das bewusst behalten, dieses sehr positive Mindset und auch eben die gegenseitige Unterstützung, wenn dann eben wieder alles normal läuft? Also sehr schön finde ich, wenn man sich so ein Codewort schafft. Ja? Was weiß ich, Luftballonverkäufer, Nasenbohrer, Weltmeisterschaftsanwärter, Flipchart-Quersteller, aus der Reihe Tanzer, was auch immer. Und wenn sich so ein Code, Luftballon ist wirklich ein nettes Wort, weil das kommt selten in normalen Besprechungen vor. Ja. Und da kann ich natürlich auch noch sagen, der Luftballon platzt gerade wieder, ihm geht die Luft aus, dann braucht man ein bisschen neu gepustet und so. Wenn ich so ein Bild schaffe und wenn ich einfach aus dem raus vielleicht auch eine Teamentwicklung mache, wo die Leute auch alle miteinander reden und auch alle gehört werden. Ja? Und auch mal sagen, sich zusammenzusetzen und zu sagen, ey cool, wir haben diese Meetings jetzt immer eine halbe Stunde hingekriegt, wofür wir sonst immer 2 Stunden brauchen. Das ist doch voll cool. Wie schaffen wir das, wenn es normal? Und wie schaffen wir es aber trotzdem, weil dieser Ratschfaktor, der ja bei den Zoom-Meetings oft wegfällt, der ist ja auch wichtig. Das ist ja auch Kit. Ne? Und einfach mal zu gucken, okay, welcher füllt denn, was für ein Bereich erfüllt welchen Nutzen und was ist gut für mich und was nicht. Ja, absolut. Vielen Dank. Und wer fragt, kriegt unglaublich viel Informationen. Also Fragen ist echt immer noch ein ganz tolles Tool für die Informationsentwicklung, also Ermittlung. Ja. Was würdest du sagen, was für Kompetenzen brauchen denn Führungskräfte jetzt noch? Also wir hatten Offenheit auf jeden Fall, wir hatten ein positives Mindset, wir hatten Ehrlichkeit, Selbstironie, tatsächlich Kommunikation, Zuhören, Lösungsorientierung, auch Konfliktmanagement, also Konfliktflüchter sind, glaube ich, auch gerade ganz schlecht damit bedient. Auch ein bisschen dickes Fell, weil natürlich wahrscheinlich auch auf vielen Leuten, also viele sind halt gerade am Anschlag. Also den einen ist langweilig, die anderen sind am Anschlag. Ich habe irgendwie kaum jemand gehört dazwischen gerade. In den letzten 6 Wochen, entweder die Leute sind alle, oh, wenn mir noch einer kommt, der sagt, das ist langweilig, dann hau ich ihm die Faust in den richtigen. Und die anderen sagen, ja, also das ist so, irgendwie macht so eine Krise auch immer Extreme. Also es ist so, es schwankt so zwischen der Normalität her und das ist, ich glaube auch dieses ausgleichende Prozesse anzuschauen, Prozesse zu erkennen und ich glaube, eine ganz wichtige Kompetenz ist Mut, das zu sagen, was ich sehe und zu verändern, was Sinn macht. Ja, vielen Dank. Ja, also da können noch einige was lernen, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, wie es auch bei unseren Kunden dann danach weitergeht. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, besonders so, ich sag mal, sehr eher hierarchisch strukturierte oder so konservative Unternehmen, was die wirklich aus diesem Ganzen dann mitnehmen. Ja. Also was ja auch spannend ist, ist gerade, dass ja wirklich Silberrücken gerade Hochkonjunktur haben. Ne? Wir müssen nur auf die Herren Ministerpräsidenten und sonst was schauen. Oder auf, ich meine, hast du SAP gehört, dass man die Frau abgesägt hat, weil im Duo das nicht geführt werden kann und man braucht jetzt Stärke und so. Also das war letzte Woche, vorletzte Woche, da habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Ich glaube, ihr habt alle noch nicht wirklich was verstanden. Aber es ist halt SAP, alte deutsche Eiche. Und diese Silberrücken-Geschichten, ich habe so das Gefühl, es ist ein letztes Aufbäumen, weil es natürlich Sicherheit ausstrahlt. Aber halt auch nur vermeintliche Sicherheit, weil Sicherheit gibt es heute nimmer. Es gibt nicht mehr das, dass du mit 15 als Lehrling bei Siemens anfängst und hinterher CEO wirst. Ja? Natürlich wird es 2 Biografien geben, die so sind, aber dieses normale, du von der Bahre bis zur Rente, oder beziehungsweise von der Wiege bis zur Rente ist es ja, von der Bahre bis zur Rente ist rückwärts, das wäre blöd. Also das zu machen, das gibt es ja so nicht mehr und ich denke, auch Flexibilität, aber Flexibilität nicht in Form von Anpassung, sondern von intelligent draufschauen und tun, was nötig und gut ist. Ja, und vielleicht auch Dinge akzeptieren. Ja. Mein Papa hat immer gesagt, glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Das ist ein cooler Spruch, den merke ich mir. Ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht beim VGSD, ob ihr auch Unternehmen oder Selbstständige mit Teams unterstützt oder sind die alle allein unterwegs? Also Solo-Selbstständige und kleine Selbstständige mit kleinen Teams, ja. Ja,
Gibt es da noch irgendwie was, wo du sagst, also die Herausforderung haben die zu stemmen, wenn jetzt ihnen selber sozusagen es nicht so gut geht, ja, oder einfach die Kohle wegbleibt und die Miete bleibt? Ja, also tatsächlich natürlich Entscheidungen treffen. Die Kompetenz haben wir jetzt gerade noch nicht drin gehabt. Auch da, ich glaube auch da Offenheit. Weißt du, wenn mit mir einer spricht und sagt, pass auf, hier, das ist mein Finanzpolster, ich würde es dir gerne erhalten. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Kollegin, die macht so mittags Basteleien in der Schule, also auf freiberuflicher Ebene. Und da hat die Direktorin auch gesagt, du, was können wir denn machen, damit ich dich weiter bezahlen kann? Und die machen jetzt halt Videos für die Kinder, so Bastelanleitungen und sowas. Ja? Also Kreativität auch da und auch tatsächlich auch ganz viel Ehrlichkeit, weil lieber setze ich mich als Chefin mal dahin und heule mit meinen Mitarbeitern und sage, Kinder, ich weiß gerade nicht mehr weiter. Hat jemand von euch eine Idee? Ich bin am Ende. Mir fällt nichts mehr an. Ja? Und also das ist ja für viele dann Schwäche, aber ich denke, zu einer Schwäche zu stehen oder einfach auch zu gucken, dass also jetzt wirklich diese Emotionen zuzulassen, ist eine ganz große Stärke und eine ganz große Verbindung. Ja, vielen Dank. Ich habe tatsächlich so die Fragen einigermaßen durch. Ich habe jetzt aber von dir auch noch ein paar Begriffe gefunden auf Facebook, YouTube, Homepage etc. pp. Die Links, die packe ich dann gerne auch in die Shownotes, die du mir dann gibst. Und da lade ich dich einfach dazu ein, es sind 18 Begriffe, dass wir jetzt vielleicht so 3 bis 5 oder so raussuchen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aussehen runter, wenn wir einen Halbsatz zu jedem hin, das geht zacki. Ein Halbsatz, echt? Okay. Klar, ich versuche mal einen Satz zu jedem. Komm, das probieren wir. Okay, dann Challenge accepted, das kriegen wir hin. Also Marmeladenglas-Moment. Ja, das heißt, alle guten Momente auf einen Zettel schreiben, in ein Marmeladenglas packen und in schlechten Momenten als Mutmachung rausziehen. Ja, Hammer. Alle anderen brauchen ein bisschen länger. Ja, zack. Okay, dann machen wir den nächsten. Selbstwertgefühl. Ja, es ist eine wunderbare Dreiteilung, das Selbstwertgefühl mit einem schönen Bindestrich dazwischen. Und der Wert ist so schön mittig. Das heißt, gebt ihm auch einen Wert, sowohl anhand eurer Werte, aber auch anhand des monetären Werts. Vielen Dank. Nein ist ein ganzer Satz. Ohne Punkt und Komma, keine Rechtfertigung, keine Erklärung. Nein. Tu was oder heul leise. Den mag ich. Ja, das ist einfach nur die Bezeichnung für, bei mir gibt es den Tritt in den Hintern und den gibt es käuflich als Tasse, wer ihn jeden Tag braucht. Ansonsten live und in Farbe per Zoom oder per Telefon. Okay, das heißt, wenn jemand zu dir ins Coaching kommt, dann soll er sich den Spruch merken. Ja, und er kostet auch nichts extra, der Tritt in den Hintern. Also bis jetzt. Vielleicht okay. Extra. Ja, lustig, aber unten an dem Angebot, also extra Tritt in den Hintern kostet so. Ja, kriegt man einfach so dazu. Mache ich auf Messen, sehr lustig übrigens, auf Messen habe ich ja Zettel oder auf irgendwelchen Kongressen. Tritt in den Hintern, heute nur 5 €. Da fragt jeder danach. Das ist total witzig. Cool. Xing Talk. Ja, da habe ich inzwischen 8 gedreht und ich glaube 5 sind auch schon online. Es ist immer eine knappe Viertelstunde, wo wirklich viele Inhalte mit einer ganz tollen Kollegin, mit der Astrid von der Rolle, die das wirklich wunderbar moderiert, und wo die Leute einfach wirklich aus jedem Talk mindestens 5 Sachen konkret mitnehmen können. Also hört euch das an auf meinem YouTube-Kanal, auf Xing. Gebt's weiter, es hilft euch. Okay, super. Frauenpower. Hammer. Leben wir, machen wir, uns gehört die Welt. Okay. Zwangszwerg. Oh, der Zwangszwerg, ja, der ist vom Blitz erschlagen worden und gehört zu der Geschichte musste sterben. Auch da findet ihr ein Video dazu. Viel Spaß beim Suchen. Vielleicht ja auch einfach mit einem Link von mir, damit man es schneller findet. Oder ja, so. Oder man muss es sich halt verdienen. Das können wir jetzt überlegen. Ja, ich habe es auch gefunden. Also es ist auf jeden Fall auffindbar. Tanzen. Tanzen ist wie verhandeln mein Leben. Wenn ich zu lange nicht tanze, was übrigens gerade so ist, werde ich echt ein bisschen übellaunig. Also ich tanze schon vor mich hin. Aber ich habe zum Beispiel für mich ich bin einfach ein Paartänzer. Ja? Ich gehe gern Salsa tanzen. Ich habe sehr lang Turnier getanzt.
Und die Krönung meiner Tanzkarriere war ein Paar, mein Rollstuhlpaar, was Vierter in der Weltmeisterschaft geworden ist. Wow. Cool. Ja, also tanzen vermisse ich auch. Ich tanze auch Salsa und die Kurse sind online, aber wenn man eben keinen Partner gerade hat, der mitmacht, das ist irgendwie, weiß nicht. Sobald wir wieder dürfen, gehen wir zusammen. Ja, auf jeden Fall, Chaka. Türkis, naja, guck dich an. Also stell dir vor, ich würde dir in Rot gegenüberstehen, du würdest fragen, Sie sehen aus wie die Frau Kimmich, aber was haben Sie mit ihr gemacht? Ja, das stimmt. Bleibt meine Farbe. Spannenderweise war es schon in meinen früheren Mäntel- und Skianzug so als Kind, in den Sachen, die du immer hast. Mein erster selbstgenähter Rock, meine erste selbstgestrickte Jacke war alles Türkis. Okay, cool, hat sich durchgezogen. Spaßfaktor. Ja, den gibt es bei mir, ob du willst oder nicht. Und idealerweise kannst du dann so gut wie ich über mich, auch du über dich selbst lachen. Und das macht den Lernfaktor exponentiell nach oben. Mhm. Ich darf das, Ausrufezeichen. Grundsätzlich erlaube ich nahezu alles. Ich erlaube auch mir alles. Die Frage ist, ob du die Konsequenzen trägst, aber tatsächlich ich darf das ist auch nach Nein ist ein ganzer Satz oder tu was oder heul leise, eine meiner bestverkauftesten Tassen. Weil einfach du darfst das nicht, hören wir halt einfach als Kind sehr oft und das ist nicht hilfreich für die Entwicklung. Mhm. Spiel dein Leben, bevor es mit dir spielt. Den Satz habe ich mal für eine Kolumne kreiert und habe ihn inzwischen sehr viel auf den Kugelschreibern und sonst was. Und es trifft es einfach. Du entscheidest und du lebst mit den Konsequenzen. Also übernimm deine Verantwortung, verdammt nochmal. Ja, super. Karussell im Kopf. Ja, also das ist auch, es gibt ja ein Postkartenset von mir und diese ganzen Sprüche daraus sind daraus entstanden, dass ich zu Klienten was gesagt habe. Da habe ich zum Beispiel mal zu einer Klientin gesagt, mein Gott, wenn ich dein Karussell im Schädel hätte, da der Speim. Ja, die hochdeutsche Übersetzung würde es mir auch schlecht werden. Und so sind diese Postkarten und Tassen entstanden und jeder hat gesagt, boah, da musst du irgendwas machen damit. Naja, gut. Der Wunsch meines Kunden ist mir Befehl, mache ich was. Klar. Der Kunde ist im Zentrum und König und so, stimmt. Nee, König nicht. König nur, wenn ich Kaiser bin. Okay. Der Neid ist ein hartes Geschäft. Ja. Mit Selbstwertgefühl, finde ich, ist einfach bei jemandem zugucken und sagen, boah, das ist cool, was die macht, wie kann ich das für mich adaptieren, was kann ich draus machen, dann wachse ich. Wenn ich mir aber denke, Menno, wieso fliegt der immer alles zu? Ja, kriege ich oft gesagt, ja, bei dir ist ja auch alles ganz leicht. Ja klar, ich mache morgens die Augen auf. Nein, bevor ich die Augen aufmache, klatsche ich dreimal in die Hände, habe ich 3.000 € auf dem Konto. Du siehst, da muss ich mir gleich ein bisschen aufregen, wenn Leute mir sowas vorwerfen. Aber tatsächlich, wenn ich neidfrei bin und ich bin komplett neidfrei, ja, wenn du morgen kommst und sagst, du bist beim Lanz oder irgendwas, ja, dann schaue ich es mir an und teile es und wünsche dir Glück dabei. Und Neidfreiheit ist ein so tolles Gefühl und es wächst gleichzeitig alles mit, weil so können wir alles miteinander machen. Es gibt ein Miteinander und kein Gegeneinander mehr. Ja, das ist wirklich echt, also bin ich absolut dabei. 7 Wahrheiten über das Gespräch, über das Gehaltsgespräch. Das hat bestimmt irgendeine schlaue Zeitung geschrieben, klingt nach Computerwoche oder nach Markt und Technik oder so. Das ist das Typische, wenn ich Interviews gebe mit technischen Zeitungen oder wenn ich mit Daten, Zahlen, Fakten mit. Die wollen immer die 7 Tipps oder die 3 Sahnehäubchen oder so. Und da gibt es natürlich jede Menge, aber das müsste jetzt auch wieder das Interview suchen oder wir verlinken es. Ja, um Geld verhandeln. Ja, um Geld verhandeln, Honorar, Preis und das Gehalt. Das war mein erstes Buch, schon im Jahre 2010 habe ich das geschrieben und da war so der Einstieg. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, dieses kleine Buch für 6,90, dass das in vielen Handtaschen, da kriege ich ganz oft Fotos mit Bildern aus Handtaschen, wo dieses Buch einfach immer dabei ist und die Leute sich kurzfristig dann auch vorbereiten. Cool. Und auch da war es so, dass konntest du in einer Stunde lesen, kannst aber auch 4 Wochen damit arbeiten. Ja. Dann haben wir noch München. Ja, da bin ich geboren, da lebe ich, da bleibe ich. Ich habe zwischendrin auf Korsika eine Surfschule gehabt, natürlich bin ich auch weg. Aber ich bin schon ein waschechtes Münchner Kindl, ich glaube in der 13. Generation. Und ich bin auch gern Münchnerin. Ja. Ja, München ist auch schön. Ich mag München auch. Ja. Uns trennt ja auch nur der Westpark. Das stimmt, wir sind ja wirklich fast Nachbarn.
So, das waren tatsächlich alle. Jetzt ist nur die Frage, gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden willst? Ganz wichtig, ist immer meine letzte Frage, damit das Wichtigste sozusagen dann nicht zu kurz kommt, wenn es noch was gibt. Ja, mein Wunsch ist wirklich, dass ihr zu euch steht, dass ihr euch klar werdet, wer seid ihr, was wollt ihr. Nehmt bitte auch diese Krise her, um zu gucken, bin ich mit dem zufrieden, was ich habe? Was möchte ich ändern, damit ich zufrieden bin? Und dann bewegt euren Allerwertesten und tut was. Ja, jetzt ist wirklich die Chance, also ich kann diese Krise als Chance nicht mehr hören. Bloß, ich kann euch nur sagen, meine Dankbarkeit geht von hier bis zum Mond über den Mars und dreifach zurück, dass ich also natürlich aus dieser nie wieder, ich weiß es noch genau, ich saß hier an diesem Platz und dachte mir, das passiert mir nie wieder. Und ja, das ist erstmal eine Weg von Motivation, das ist am Anfang auch okay. Ich wünsche euch dann, findet eure Hinzu-Motivation, findet euren Traum und dazu, wenn ihr euch euren Traum baut, steht euch nicht selber im Weg, weil Luftschlösser haben keine Bauvorschriften und die können hinterher trotzdem umgesetzt werden. Tut's einfach. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Was ist denn so dein Lieblingseinfalltor? Also, wir hatten YouTube und wie auch immer. Wie finden dich die Leute am besten? Also, tatsächlich spannenderweise ist im Moment, dass 8 von 10 Kunden, die übers Internet kommen, über YouTube mich finden, über diverse große Talks. Die anderen finden mich über Empfehlungen. Ich denke, mich nicht zu finden, ist einfach schwer. Tut's, meldet euch. Wenn ihr denkt, ihr haltet mich aus und ihr könnt was davon haben. Und wenn nicht, empfehlt es weiter an die, wo ihr denkt, die halten es aus. Ja, und da, wo das türkise Kleid ist, ist eigentlich die Claudia Weiß ist nicht weit. Weit und türkis ist, dann kann ich nicht weit sein. Genau. Super, Claudia. Ich habe mich so gefreut, dass das geklappt hat. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und das Interview. Sehr gerne und immer gerne wieder. So, das war der Podcast und die Folge mit Claudia Kimmich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall ein super cooles Gespräch und ich hatte sehr, sehr viel Spaß, hat man wahrscheinlich gemerkt. Und genau, also es wäre natürlich mega cool, wenn ihr diesen Podcast oder auch den YouTube-Kanal abonniert, wenn ihr gerne Kommentare drunter schreibt, wenn ihr mir Feedback gibt und wenn ihr auf meiner Seite vorbeischaut, www.mindstone-coaching.de. Für alle weiteren Fragen bin ich gerne für euch da und falls ihr Ideen für andere Interviewgäste habt oder auch einfach Themen, dann schreibt mir auch gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Katja.